Guten Morgen, liebe K-Pop-Freunde und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Producer vs. Consumer, Pro vs. Con, inklusive einer Gastfruchtfliege und Spezialgast Dana Rolle. Yeah! Leute, ihr wisst ja, ihr seid hier bei dem allerbesten Musik-Reaction-Analyse-Format, den es auf ganz YouTube gibt, unterhalten von mir, Rahim, als Host. Danke für den Applaus, danke. Boah. Das haben die Nachbarn gehört. Ja, und ich analysiere ja hier immer die Videos, unter anderem dann eben auch mit Gästen und wir gucken uns das Ganze hier an. Heute eben mit Dana. Sie kann hier dann auch Anmerkungen machen, ob ich vielleicht Dinge erklären kann oder zu tief in die Materie steige und entsprechend reagiert sie dann darauf und der Mops. Hab ich den Mops geweckt? Ich glaube, du hast den Mops geweckt. So, Ups. Auf jeden Fall sind wir heute bei GOT7 wieder einmal gelandet und die haben eine neue Nummer rausgebracht mit dem Titel. Ja, also das Farbschema der Klamotten finde ich sehr gut. Mit dem Titel Love Loop, ja. Und genau, wir fangen an. Okay. Piano, Ist es eine Stimme? Ja. Die man dazu hört? Also man hört direkt ein Piano am Anfang und dann eben so eine Stimme, die da so ein bisschen... Und dann sehr viel Reverb drauf, die Höhen rausgeschnitten. Also Reverb, ne, Hall oder Raum. Eigentlich ist damit der Hall, Nachhall in einem Raum simuliert. Was knottert denn der Mops jetzt? Da ist er doch. So, und dann geht's weiter. Süß. Jo. Auch allein dieser Riser, das sind auch Vocals, die hier benutzt wurden, glaube ich. Und so ein... Ja, und noch so ein Plop. Also man hört schon, auch vom Rhythmus her sind die direkt in so einem, ja, es könnte, also wir sind jetzt in einem Halftime-Tempo, ne, weil wir immer auf die 3 die Snare haben. Ding, 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 ding. Das könnte aber auch dann jetzt gleich eben auf das volle Tempo gehen, dass wir ding, 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 ding haben. Wenn ihr versteht, was ich meine. Deswegen, ich ahne schon, wo die Hook vielleicht hingeht, aber vielleicht ja auch nicht. Gucken wir mal. Gerade ist noch so schön entspannend, so, beruhigend, ja, harmonisch. So. Sehr schöne Stimme hier auch. Ah, jetzt weiß ich, warum du immer so weit hinten sitzt, weil das Bild dir sonst in der Fresse klebt. Ja. Okay, weiter. Das ist aber auch schon mehrstimmig hier eingesungen. Vorher die Parts auch immer wieder selektiv mehrstimmig tatsächlich die Melodien eingesungen. Aber hier ganz besonders dann im Pre-Chorus. Ne, das ist eine höhere Stimme, die da wirklich nochmal drüber singt. Ah, siehst du? Und... Ah. Ah. Siehst du, vorher noch im Chorus zwar, also in der Hook, immer noch in diesem Halftime-Tempo geblieben, aber dann jetzt in der zweiten Hälfte der Hook dann doch mal Tempo rein. Aber ist es dann wirklich das Doppelte? Weil es wirkt nicht so schnell. Es ist das Doppelte, ja. Krass, okay. Ja, also es ist schon schnell. Ja, auch dieses ganz hohe Instrument, das spielt eigentlich auch mal die erste Hälfte der Hook auch schon mit, und zwar die Melodie, die Gesangsmelodie ist.
Geil, dass sie hier diesen Atmer auch drin gelassen haben. Das ist natürlich etwas, was man rausschneiden kann, aber auch gerne eben drin lässt, weil es dann eben nochmal so eine gewisse Intimität einfach vermittelt. Also man macht sowas schon sehr, sehr bewusst. Wird so nah dann. Mhm. Also das macht man auf jeden Fall mit Absicht. Also hier, ne? Weil er auch so zittert in der Stimme. Mhm. Klingt schöner, als wenn Butch vor uns steht und... Definitiv, wo ist er eigentlich? Da hat er sein Kissen schon wieder gefunden. Oh, und wie? So ein Schleiminer. Ist halt auch auf diesen... Ja, das ist so ein Rimshot-Schlag, also keine richtige Snare, sondern mehr sowas... Woodblock-mäßiges, jetzt atme ich selber schon so. Also wie so ein Holzblock-mäßig, aber dann mit super viel Reverb, damit das alles nochmal viel, viel mehr Raum hat und viel mehr Tiefe vor allen Dingen auch. Man merkt schon, dass es eigentlich so einen Balladencharakter eigentlich hat in den Strophen. So sehr emotional, ja. Berührend auch. Voll. Jetzt kommen hier so Trap-Hi-Hats rein, ne? So. Wir haben die Untertitel schon wieder nicht. Ich hatte schon geklickt, so, aber die waren automatisch, deswegen habe ich sie weggelassen. Weil die dann immer ganz komisch sind. Also ich kann sie zwar anmachen, aber... Nee, ist gut. Nee, ich glaube nicht, dass sie das singen, oder? Du. Ja, das ist auch so ein 2000er-Sound wieder. Du. Das ist, glaube ich, ich weiß gar nicht genau, wie man das macht. Ich glaube, es ist echt auf dem E-Bass oder irgendwie sowas, wenn man echt so ein auf der Seite runtergeht, während man die spielt. Du. Also nicht rückwärts abgespielt. Nee. Abgespielt. Nicht rückwärts abgespült, sondern ich glaube, man kann es auch mit einem synthetischen Bass machen, also ne, out of the box aus dem Rechner, aber ich glaube, es ist echt von so einer höheren Seite auf dem E-Bass die Seite dann hochgehen. Klassisch halt hier mit dem Aufbau im Pre-Chorus, ne, dass da Tempo reinkommt und dann genau so ein Riser, der aus Vocals aufgebaut wurde, dann aber wirklich ein Drop, also vorher erstmal alles auch ein bisschen still gelassen wird und dann quasi losgehen kann. Ja, genau. Nee, nicht mehr. Oh, schön. Hier, ne, so Endless Love und dann in die Ehe und sowas, ne. Süß, sehr süß. Ich bin gespannt auf den C-Part. Mir ist aber aufgefallen, dass das alles so ein bisschen höhenlastiger gemischt bzw. gemastert wurde. Ich finde, man gerade bei den Stimmen hört man ja so einen gewissen Höhenanteil, der so gerade noch durchgeht. Dann hört man viel Snare und sowas, aber ich finde so die Kick oder so hört man fast gar nicht raus. Nee. Ne, und auch, die habe ich jetzt auch nicht wahrgenommen, ehrlich gesagt. Und an Bassinstrumenten, der Bass ist natürlich da, aber der ist sehr leise im Mix. Also ich
wundere mich gerade, dass sie das so, die haben das sehr höhenlastig angelegt. Ist natürlich dann, ja, mehr vielleicht dann eben für die entsprechenden Endgeräte, also im Smartphone und Laptop und sowas, weil die in den Bässen immer sehr schwach sind, aber finde ich interessant. In den Bässen? Genau, in den Bässen sind die schwach. Aber ist es dann nicht doof, wenn die schon nicht so präsent gemischt sind? Nee, weil die spielen die unteren Frequenzen, so ein Smartphone-Speaker spielt die nicht ab. Aha. Das heißt, alles andere wird im Endeffekt genauso wiedergegeben, also so wie es halt ist. Okay. Und es hört sich dann überall gleich, also ich würde es gerne nochmal gleich auf der großen Anlage dann hier hören, aber es wird wahrscheinlich nicht viel anders sich dann anhören als zum Beispiel auf dem Laptop. Mm. Einfach weil die Bässe nicht so krass präsent sind. Finde ich aber ein bisschen schade, weil es dann so eine gewisse Tiefe dem Ganzen nochmal geben würde. Also wirklich eine Tiefe, nicht nur weil es die tiefen Frequenzen sind, sondern auch ja, musikalisch einfach tiefer. Also wirklich. So eine Basis. Ja, nochmal eine Substanz. Und ja, so eine Substanz Foundation. einfach nochmal. Ja, ja, das. Aber ja. Ich dachte schon so, warum kommt jetzt ein schiefer Ton rein? Weil man hört das hier schon. Ne, dann denken wir so, genau, irgendwas stimmt da nicht. Aber die haben hier eine Transponierung gemacht. Sehr, sehr altmodisch, dass die hier tatsächlich die Tonlage dann nochmal wechseln. Hat man früher sehr viel gemacht in den 70ern, gerade bei den Disco-Songs, ja, dass man den letzten Refrain dann, oder die letzten 2 Refrains dann einfach nochmal transponiert hat. Meistens so um 2, also dass man dann Tonlage nochmal 2 Schritte hochgegangen ist, um da nochmal einen neuen Schwung reinzubringen in die Nummer, weil sich das Ganze sonst einfach nur ständig wiederholt. Mhm. Ich glaube, das ist der erste K-Pop-Song, den wir hören, wo das gemacht wurde. Ja, also es ist auf jeden Fall der erste, bei dem du es mir gegenüber erwähnst. Nee, aber ich glaube, es ist wirklich der erste, wo das passiert. Schöne Adlibs, ja? Wow. Was? Der hat's gefühlt. Der hat's gefühlt. Krasse Adlibs. Der geht richtig, richtig hoch noch und sehr lange vor allen Dingen auch. Wie Wahnsinn. lange? Das ist echt krass. Was passiert? Aber jetzt ist er alleine. Alle sind weg. Das kann doch nicht sein. Ja, okay. Schöne Nummer. Süß. Süße Nummer. Ja. Ja, war jetzt nichts super Spannendes drin. Ist so eine runde Nummer, die war niedlich. Genau, fließt ganz gut durch. Vielleicht wäre jetzt der Text nochmal hilfreich gewesen, dass man da sich vielleicht drauf aufhängen kann oder dranhängen kann. Ist aber, bitte korrigiere mich, falls ich mich täusche, aber so die erste richtige Ballade aus dem K-Pop, die wir hören, oder? Bin ich mir gar nicht so wisst sicher. Ihr das ja auch besser. Boah, wir haben so viele gemacht mittlerweile, aber ich glaube, wir haben da schon Nummern gehabt, die auf jeden Fall balladiger waren. Nicht so viele, doch, haben wir schon gemacht. Balladiger war ja, glaube ich, auch Blackpink Playing with Fire. Ja. Aber das ist ja wirklich so schon mehr Ballade. Ja, wobei es dann halt eben in der zweiten Hook oder mit dem Aufbau Ja, okay. bricht das dann immer schon so die Regel einer Ballade, weil das ist schon sehr schnell. Das Jetzt wird immer sehr schnell. Keine Mariah Carey Ballade. Genau, ja, aber Ballade, also wenn man mir Ballade sagt, dann ist es für mich so, gibt es schon so einen Rahmen, den man da einhält, der dann in so Mariah Carey Songs eben gehen würde. Ja, finde ich jetzt
Aber es klingt am Anfang tatsächlich sehr balladig, halt so soft wie die singen, ne? Und, Ja. Ich finde sein Hemd super interessant, das er hier anhat, ne? Weil er hinten vorne die Seile irgendwie durchgehen, hast du es gesehen? Ja. Und dann hinten schnüren die sich dann aber auch nochmal irgendwie so rum. Hast du das gesehen? Das habe ich gesehen, ja. Aber hinten Was sagst du? weiß Hast du ich sowas grad schon mal nicht. gesehen? Sowas habe ich noch nie gesehen, nein. Irgendwo in irgendeinem Shot hat man gesehen, wie die hinten dann noch zusammen geschnürt sind, aber das ist irgendwie so entlang laufen. Ich weiß jetzt nicht mehr. Finde ich wo. auf Hier. jeden Fall. Da. Oh. Das heißt von oben hier 2. Oh, und dann wer hinten- weiß, woher dieses Hemd ist, bitte sofort schreiben. Ich muss es wissen. Das muss man mal recherchieren und ausstalken, weil das ist echt super interessant. Ja. Ich habe das auch noch nie gesehen. Nee, habe ich. Weil das ja auch nicht. Das ist, glaube ich, wirklich so. Weil Ja, man sieht ja es richtig ist ja die nicht Schlaufen. gebastelt. Ja, genau, das sind ja extra die Schlaufen in dem. Ja, also es sieht schon sehr, sehr gut gemacht aus. Ja, schick, ne? So irgendwie in so einem dann so Nude. Nude, aber dann so kleine Auffälligkeiten wie hier mit dem, ja, so ein bisschen ins Braune, oder? Ja, ist schon braun. Ja. Er hat dann aber die zerrissene Hose. Geil. Sieht Aber dieses Farbschema auch dann Aber zu Anfang hat dem, man's. zu dem grauen Hintergrund und dem dunklen Boden ist halt geil. voll Der hier. Blazer. Ja, aber ich wollte es gerade sagen, gerade der Blazer. Das ist. Das war das, warum ich am Anfang dir ins Wort fallen musste. Okay, jetzt verstehe ich. Diese Farben. Ja, der ist wirklich schön. Ja, outfit-technisch wieder einiges dabei auf jeden Fall, aber jetzt nicht so krasses Markengedroppe, wie man es manchmal kennt. Nö, muss ja auch nicht immer. Nee, definitiv Das nicht. fand ich auch interessant, dieses Hemd mit dem Ja. Print oder diesem Bild vorne drauf. Das ist mir auch sehr aufgefallen, definitiv. Das ist ja wie so ein, ist ja kein Hemd, das ist ja nicht bis unten geknüpft, das ist ja nur oben tatsächlich. Ja. Das hat er ja am Ende, sieht man das ja auch nochmal ganz gut. Ja. Und vorne dann in der Hose und hinten dann so raus. Ja, wirklich sehr interessant, sehr Cool schön. auf jeden Fall mal wieder. Ja. Sonst, hier sieht man das Hemd auch wieder. Witzig. So witzig. Ich das habe ist sowas noch nie gesehen. Es sieht ein bisschen aus wie eine Jacke auch, aber irgendwie auch nicht. Ja, weil das auch so, sehr weit hier aufgeht. Oder? Ach so, es ist nur so übergeflappt. Ja. Hier auch schöner Riser an der Stelle hier drin, der komplett von ja, sehr klassisch. Also sehr klassisch tatsächlich irgendwie. Ja, ist, weiß ich nicht, plätschert so ein bisschen runter. Bleibt nicht so krass hängen jetzt, finde ich, aktuell bei mir. Wobei, ja. Schöne Nummer einfach. Fertig. Ist halt was Ruhiges mal. Ruhiger. Aber hier in Schwarz noch immer nur so kleine Details. Ja. Bei ihm fällt es halt besonders. Er fällt am meisten auf hier noch irgendwie, aber dann. Ja, sonst kann man, glaube ich, echt nichts weiter sagen. Schön gesungen halt, ne? Ja, wirklich sehr soft alle. Und schöne Harmonien hier eben dann dieser wirklich chorale Part, wo dann alle dann singen und dann nur typisch eigentlich so Popsong, Mainstream-Pop-Songs, dass man sowas macht. So Crowd-Chanting. Ja. Hast du was zu sagen? Mir hat's gefallen. Ich hoffe euch auch. Glöckchen an. Ach so, weit sind wir schon. Sind wir schon in der Abmoderation. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ich habe was mitnehmen können und was gelernt. Lasst gerne ein Abo da, falls dem so sein sollte. Und Glöckchen an für den Ehrenmann. Vielen Dank. Und ihr könnt natürlich auch die Ehrenfrau abchecken. Die ist unten frisch gewaschen. Das ist immer doof, dass man so. Unten in der Infobox ist sie verlinkt.
Vor allen Dingen, das könnt ihr abchecken, Instagram und ihren YouTube-Kanal, denn sie macht auch Videos. Jeden Sonntag gibt es da Sachen in den Themenkreisen rund um Fashion und Beauty. Ja, und da gibt es einiges zu lernen. Und wir haben da auch schon so ein K-Pop-Video gemacht, wo wir die Blackpink-Kleider erraten. Wir haben uns überlegt, ob wir da vielleicht ein Video jetzt machen für eine andere Gruppe und auch Outfit-Preise raten. Das könnte vielleicht sogar schon jetzt am Sonntag kommen. Deswegen schaut auf jeden Fall bei Dana vorbei und abonniert den Kanal, um nichts zu verpassen. Glöckchen an für Ehrenfraumann. Danke und bis zum nächsten Video und habt ein schönes Wochenende. Warum rede ich so komisch? Okay. Ich werde schon zum RTL-Moderator. Mega! Tschüss!